herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es geht direkt los. Das ist der versprochene zweite Teil zum Hultafors OKF. Im ersten Teil ging es um die Spezifikation und um den Ersteindruck. Das Video dazu verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Nun der Praxistest. Wie ihr seht, ist der Autofokus nicht so ganz bei der Sache. Das war mein Fehler. Entschuldigung dafür, das wird dann aber auch gleich besser. Das, was ich euch zeigen möchte, kommt dennoch gut rüber. Erstmal ein bisschen Löckchen machen und dann schnitzen. An der Schneidperformance gibt es nichts auszusetzen, das muss man gleich mal sagen. Meine Befürchtungen in Bezug auf die Handlage und die Ergonomie haben sich dann aber leider bestätigt. Nicht direkt unbequem, aber überhaupt nicht intuitiv. Beim Arbeiten habe ich dann auch mal den Zeigefinger durch diese große Axt bzw. Hohlschraube gesteckt. Das funktioniert, fühlt sich aber nicht vertraut an. Man hat mitunter ein seltsames Gefühl an den Fingerkapseln, dazu sage ich dann im Fazit noch was. Und diese 22 mm Innendurchmesser der Hohlschraube sind auch nicht für jeden Finger geeignet, muss man auch dazu sagen. Insgesamt neigt man dazu, das Messer hinter dieser großen Achsschraube zu greifen und da ist die Kraftübertragung nicht so ideal. Das ist einfach zu weit weg vom Schnittgut. Also ja, es ist einfach ein ungewohntes Gefühl beim Schnitzen. Feuerstahlbedienung ist auch so eine Sache. Diese schwarze Klingenbeschichtung stört schlicht und ergreifend. Im Bereich des Klingenrückens macht diese Beschichtung meines Erachtens einfach wenig Sinn. Es geht wirklich sehr schwer. Also man kann hier schon irgendwann mal Funken erzeugen, aber es ist mühselig. Die Beschichtung hat am Klingenrücken dann auch ein bisschen gelitten. Ja, die muss hier einfach weg. Es liegt auf jeden Fall nicht am Feuerstahl, das kann man hier ganz gut sehen. Dann noch ein bisschen querbetonieren. Das ist zugegeben keine alltägliche Belastung, aber ein als stabil beworbenes Outdoor-Klappmesser muss das meines Erachtens schon mal aushalten. Ja, dazu später dann noch mehr. Ich lasse das Video jetzt einfach mal im Hintergrund laufen und erzähle ein wenig aus meinem Leben. Das mache ich in meinen Videos ja eher selten. Die Aufnahmen entstanden im Erzgebirge, genauer gesagt im Willischtal. Das ist eine ganz, ganz ursprüngliche Gegend. Manchmal denkt man, man befindet sich gerade in einem Urwald. Also wirklich wunderschön. Für einen Städter wie mich ist das fast ein Paralleluniversum. Man merkt sofort, dass die Luft eine ganz andere ist. Man atmet viel freier als in der Stadt. Man fühlt sich ausgeglichener, entspannter. Also das ist eine ganz andere Welt. Wir waren da jetzt schon häufiger, verbinden unsere kleinen Wanderungen meist mit einem Picknick. Man sieht und hört sehr viele Vögel. Allgemein sieht man viele Tiere, Insekten. Das ist eine beeindruckende Flora und Fauna. Also es ist wirklich traumhaft dort. Von meiner Seite absolute Empfehlung, wer mal in diese Gegend kommt, sollte sich da auch mal die Zeit nehmen. Ja, sich in der Natur aufzuhalten ist einfach Freiheit, kann man nicht anders sagen. Jetzt kommt dann ein etwas harter Übergang, Spineback. Der Buttonlock funktioniert, lässt sich immer noch problemlos betätigen, aber wie man gleich sieht, bereits bei leichten Schlägen gibt der Lock sofort nach. Zugutehalten muss man diese Verriegelung, dass die Klinge ziemlich sicher nicht komplett einklappen wird. Dennoch, mir geht das hier ein wenig zu leicht. Da sollte man als Hersteller nachjustieren. Entweder eine stabilere Ausführung oder gleich ein ganz anderes Verriegelungssystem. Ja, jetzt kommt dann noch ein kurzes Zwischenfazit und danach das Fazit im gewohnten Umfeld. Kurzes Zwischenfazit zum Hultafors OKF. Also das waren jetzt nicht die härtesten Belastungen, dennoch haben wir hier schon viele Defizite. Das ist hier ein deutliches seitliches Klingenspiel, dann ein deutliches Auf- und Abspiel, 2-3 mm bestimmt. Ich kann nicht sagen, ob sich das dann wieder gibt, wenn man die Achsschraube festzieht. Kann durchaus sein, aber dennoch sollte das so nicht sein. Der Buttonlock ist beim Spineback-Test eigentlich sofort eingeklappt, also sollte es auch nicht sein. Ich weiß schon, der ist nicht so aussagekräftig, aber wenn ich hier zweimal drauf hau, jetzt nicht mit voller Wucht und schon klappt es hier ein. Also weiß ich jetzt auch nicht. Und ich kann das auch nur wieder rückgängig machen, wenn ich dann in die andere Richtung hau. Ja, funktioniert technisch noch, aber man muss gespannt sein. Wie gesagt, wenn die Achsschraube angezogen ist, kann man mehr sagen. Die Beschichtung hat ganz gut gehalten, kann man nicht sagen. Ja, ansonsten die Schneide hat jetzt auch nichts abbekommen, also das ist alles in Ordnung. Hier oben sieht man ein bisschen was vom Feuerstahl, da ist die Beschichtung abgegangen. Ich muss sagen, bei einem Outdoor-Messer
ist das mit der Beschichtung hier vielleicht nicht so ideal gelöst. Also das Messer wird schon damit beworben, dass es einen Feuerstahl anreißen kann. Hat hier nicht so gut funktioniert. Naja, also ich sag mal so, fürs endgültige Fazit sieht das hier nicht besonders gut aus. Kann man nicht anders sagen. Ist ein bisschen schade. Okay. Noch ein paar Worte, bevor es losgeht. Ich möchte das Hultafors OKF nicht schlecht reden. Ich mag die Marke Hultafors, aber hier ist einfach gewaltig Luft nach oben. Erstmal zum Positiven. Die Klinge hat sich gut geschlagen. Hier gibt es keine Ausbrüche an der Schneide. Die Schärfe hat auch kaum gelitten. An der Wärmebehandlung des Stahls gibt es hier nichts auszusetzen. Das passt also. Das Stahlrätsel aus dem ersten Video bleibt. Hultafors hat auf meine Anfrage diesbezüglich leider nicht reagiert. Rostträge mit 56 bis 58 HRC, das kann so ziemlich alles sein. Aber einen geläufigen Stahl wie beispielsweise den 12C27 hätte man als Hersteller dann wohl ziemlich sicher beworben. Also gehe ich von einem etwas unpopuläreren Stahl aus. Ist aber auch egal. An der Klinge gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Das mit der Beschichtung, dem Feuerstahl und so weiter, das habe ich bereits erwähnt. Handlage und Ergonomie sind noch so ein Thema. Das habe ich im ersten Teil bereits bemängelt. Hat sich in der Praxis leider auch bewahrheitet. Das Fingerloch ist unbequem. Bei starker Belastung geht das hier auf die Fingerkapseln, hier und hier. Was auch sofort auffällt, wenn ich hier die Hand schließe, läuft der Finger ja sofort rot an. Also wenn man länger damit arbeitet, ist das einfach nicht schön. Ich kann das nicht anders sagen. Dann diese 22 mm Innendurchmesser. Das grenzt die Zahl der Nutzer auch stark ein. Vorgriff ist nicht ungefährlich. Wenn man hier beispielsweise Handschuhe hat, merkt man das vielleicht gar nicht, dass man auf diesen Buttonlock kommt und dann klappt dieses Messer ein. Also ja, wirklich nicht schön gelöst. Wenn man hier hinten greift, ist man mehr als 2 cm von der Klinge entfernt. Das ist auch ungünstig. Ist schade. Thema Querbatonieren, das hat die Achsschraube sofort gelockert. Das ist dann wohl auch relativ normal bei dieser Belastung. Das bleibt dann auch bei anderen Achsschrauben bzw. Messern nicht aus. Und so eine Achsschraube kann man dann im Normalfall ja auch relativ leicht nachziehen. Aber bei Stirnlochschrauben dieses Formats wird es dann ein bisschen schwierig. Hultafors hat hier leider auch kein extra Tool beigelegt. Das heißt, man müsste sich einen Stirnlochschlüssel besorgen. Die gelockerte Achsschraube ist auch der Grund für das Nachgeben des Buttonlocks beim Spineback-Test. Das seitliche Klingenspiel war einfach so stark, dass so viel Platz entstanden ist, dass dieser Lock sich einfach gelöst hat. Ja, ist wirklich schade, sollte einfach nicht sein. Als endgültiges Fazit kann man festhalten, das größte Problem am Hultafors OKF ist diese riesige Achsschraube. Das ist der Schwachpunkt und zwar in so ziemlich allen Belangen. Ich konnte die Achsschraube mit diesen 2 Zangen kontern. Das war auch gar nicht so leicht. Ich habe mir dann hier auch so ein bisschen den Lack zerkratzt. Ist jetzt nicht so schlimm, es ist ein Arbeitsmesser, aber dennoch insgesamt muss man sagen, einfach nicht so ideal gemacht. Das ist einfach so. Das seitliche Spiel ist nicht mehr vorhanden. Dafür ist dieses Auf- und Abspiel, das im ersten Video schon zu sehen war, deutlich mehr geworden. Also man hört das jetzt hier auch. Und ja, ist ein bisschen schade. Also es liegt, wie gesagt, an dieser riesigen Achsschraube. Ja, was soll man sagen? Ich denke mal, bei stärkerer Belastung würde das dann auf jeden Fall auftreten. Das Auf- und Abspiel würde sich immer mehr verstärken. Das würde nicht ausbleiben. Es ist ein Arbeitsmesser, es muss was aushalten und das ist einfach zu krass. Ja, tut mir leid, Hultafors, aber das mit dem Hultafors Outdoor-Klappmesser ist schief gegangen. Als Hersteller würde ich die Produktion sofort stoppen. Diese Rückmeldung ist jetzt auch überhaupt nicht bösartig gemeint. Das ist ein objektiver Eindruck und ich denke, Hultafors kann daraus lernen. Wie erwähnt, ich mag diese Marke wirklich sehr gern und ich hoffe, dass es dann früher oder später einen Nachfolger des OKF geben wird. Mal sehen, was da noch kommt. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn da noch was kommt. Das war es dann auch schon wieder. Heute ein wenig kritischer als sonst. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.